Nach der Trennung, was passiert? Der Narzisst bricht weg. Sein oder ihr Blick auf dich bricht weg. Und damit bricht die reflektierte, auf dich zurückgespiegelte Betrachtung deiner selbst weg. Aber deine Liebe war doch echt, oder? Von Illusion gespiegelter Selbstliebe und Trennungsschmerz. Heute sprechen wir über alles. Willkommen zum heutigen Thema, Ladies und Gentlemen. Ich bin Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching, jahrzehntelanger Empfänger von narzisstischem Missbrauch, aus dem ich mich selbst befreit habe. Und ich unterstütze gerne dich auf deinem Weg in deine persönliche Freiheit. Wir stellen uns heute eine sehr wichtige und sehr kritische Frage zu der eigenen Liebe, die wir zu Narzissten empfunden hatten oder geglaubt haben, diese empfunden zu haben. Und dabei müssen wir durch ein paar weitere Themen gehen, um letzten Endes eure individuellen Antworten herauszufiltern. Als Voraussetzung für das heutige Video sehe ich den jüngst gestreamten Livestream, den findet ihr hier oben verlinkt, wo es um das Thema duale Mutterschaft geht. Grundverständnis über duale Mutterschaft ist essentiell für das effektive Begreifen können dieses heutigen Themas. Wenn ihr das noch nicht getan habt, seht ihn euch jetzt an, beginnt ab Minute 2, Sekunde 10 und dann zieht euch mal den Livestream rein und kommt im Anschluss gerne wieder zurück auf dieses Video. Nun, ihr versteht nun duale Mutterschaft, ihr wisst, wonach Narzisst in Beziehung sucht. Narzisst ist gleich Narzisstin, ich werde beim generischen Maskulinum bleiben. Und ihr habt auch in Teilen schon herausgefiltert, wonach ihr eigentlich gesucht hattet. Nun gut, die Ausgangslage sei nun folgende. Du weißt, was alles passiert ist. Du weißt, was du erlebt hattest. Die Trennung ist nun erfolgt. Du spürst eine unglaubliche Leere und sehr viel Schmerz. Suchst nach Antworten, hast mehr Fragen als Antworten darauf. Und jetzt hörst du von Coaches wie mir einen Satz in folgender Richtung. Deine Liebe zu Narzisst oder Narzisstin sei reflektierte Selbstliebe gewesen. Du hast dich durch den Blick des Narzissten gesehen und dadurch Selbstliebe erfahren. Okay, diesen Satz hörst du, den hörst du auch von mir. Und jetzt kommt deine Frage unmittelbar nach der Trennung, nach der du herzlich wenig Selbstwert hast, von Selbstliebe sehr weit weg bist und du denkst dir jetzt, wenn ich das schon so trainiert habe, die Selbstliebe, damals über dieses halbe Jahr oder über die 30 Jahre, angeblich, wo ist die jetzt? Sehr wichtige und richtige Frage und genau diese beantworte ich dir heute gerne. Dazu müssen wir folgendes wichtiges Detail näher beleuchten. Was ist denn nun genau der Blick des Narzissten? Was bedeutet es denn genau, sich selbst durch den Blick des Narzissten zu sehen? Anknüpfend an duale Mutterschaft. Blickt der Narzisst als Mutterfigur zu dir als Kind und er blickt als Kind zu dir als Mutterfigur, in beiden Fällen idealisierend auf dich. Nicht realistisch, sondern idealisierend. Und das bringt nun ein ganzes Paket an Problemen mit sich. Der Blick auf dich war auf ein Dich gerichtet, das besser, größer, toller, schöner, erfolgreicher, charismatischer, willensstärker, liebenswerter und was auch immer noch sei. Der Blick auf dich kam aus der Simulation bedingungsloser Liebe. Der Blick auf dich war, in dir Superman zu sehen oder in dir Wonder Woman zu sehen. Idealisierend. Eine andere Identität, als du eigentlich bist. Jetzt kommen wir zur schwer verdaulichen Wahrheit. Aber das ist wichtig in diesem Prozess, ganz zentral genau dahin zu schauen, wo es eben auch wehtut, damit wir den Schmerz eben auflösen können. Es gibt keinen Superman. Es gibt nur Clark Kent. Es gibt auch keine Wonder Woman. Denn es gibt nur Diana Prince. Du warst nie und bist nicht Superman und du warst nie und bist nicht Wonder Woman. Du bist Clark und du bist Diana. Und damit bist du genug. Das ist genug. Denn du arbeitest an dir, damit du morgen ein besseres Morgen erlebst, als du es heute hast. In kontinuierlichem Prozess an dir zu arbeiten. Es ist in Ordnung, dass du Clark oder Diana bist. Die Selbstliebe. Die Selbstliebe war also gespiegelt durch seinen oder ihren Blick in Teilen auf dein wahres Selbst. Sie war aber auch genauso gespiegelt durch seinen oder ihren Blick
auf dein idealisiertes Selbst. Und dieses idealisierte Selbst, das ist eine Illusion. Das ist Fake. Das ist und war nicht echt. Denn noch einmal, einen Superman gab es nie und eine Wonder Woman gab es nie. Aber du wurdest dir selbst so verkauft, als seist du das. Eine Welt voller Superman und Wonder Woman. Das waren wir. Und es hat uns gefallen. Dieser Aspekt hat uns gefallen. Nun kommen wir zur Kernlösung, warum dir dann die Trennung von Narzissten so schwer fällt und was deine Liebe nun eigentlich wirklich war. Nach der Trennung, was passiert? Der Narzisst bricht weg. Sein oder ihr Blick auf dich bricht weg. Und damit bricht die reflektierte, auf dich zurückgespiegelte Betrachtung deiner selbst weg. Und wir können gerne noch eine andere schwierige Anschlussfrage dranhängen. Warum brauchtest du einen menschlichen Spiegel, einen humanoiden Reflektor, um überhaupt erst Selbstliebe zu dir und zu einem Fake-Dir zu finden? Und an diesem Punkt gehen eure individuellen Antworten weit auseinander, weil sie hochspezifisch auf euch individuell zutage zu fördern sind. Und genau hier, an diesem Punkt, bei diesen auftretenden Fragen, da setzt mein Coaching an. Und dabei unterstütze ich euch gerne, um genau hierfür eure individuellen Antworten herauszuholen und euren Heilungsprozess voranzubringen und euch bei der Befreiung zu helfen. Was ihr darüber hinaus für euch selbst tun könnt, ist, auf Ursachenforschung zu gehen, auf ehrliche Schau nach innen und in die eigene Vergangenheit am Zeitstrahl, in eure Kindheit zurück, in eure Jugend zurück, wie es im Elternhaus bestellt war. Was hattet ihr dort erlebt? Aus welcher emotionalen Bedürftigkeit, geliebt zu werden, seid ihr in diese Beziehung mit diesem Menschen gegangen? In welcher Form, wie lange und wie intensiv habt ihr eure Intuition, die euch gewarnt hat? Denn sie hat euch gewarnt, sie hat uns alle gewarnt. Inwieweit habt ihr diese stumm gemacht und nicht darauf gehört und ignoriert? Denn es fühlte sich ja so gut an. Dieser reflektierte Blick auf das eigene Ich und auf das überdimensionierte Superman- und Wonder Woman-Ich. Stell dich diesem Prozess. Dieser Prozess und das Hindurchgehen, sich durcharbeiten und durchfühlen, ist exakt der wichtige Schlüssel für deinen nächsten Schritt nach einer solchen Trennung, um auch dieses Traumaband abbauen zu können. Und wenn du meine Unterstützung dazu möchtest, kontaktiere mich gerne unter der E-Mail-Adresse hier in der Beschreibung dieses Videos. Und geht für euch privat schon mal die eigene Ursachenforschung an. In diesem Sinne, sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.